Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Die Stunde der Gold- und Silberexplorationsunternehmen kommt. Disclaimer. Egon von Greyerz hat gerade gewarnt, dass eine der größten Neubewertungen von Gold bevorsteht. Siehe King World News Artikel in der Beschreibung. Die für uns wichtige Information aus dem Artikel besagt, dass in den letzten 4 Jahren keine große Goldentdeckung über 1 Million Unzen gemacht wurde. Es wurde in den letzten 3 Jahrzehnten stetiger weniger, wie die Tabelle zeigt. Das bedeutet, dass jetzt mehr Geld in Explorationsunternehmen fließen wird, um wieder mehr Gold zu finden, denn diese Nachfrage wird weltweit weiter steigen. Dadurch rücken die Explorationsunternehmen wieder stark in den Fokus der großen Produzenten, die ein Interesse an diesen Goldgebieten haben, gleichzeitig aber auch bei Investoren, die jetzt die Gunst der Stunde nutzen werden, um am kommenden Goldboom mit zu partizipieren. Quasi eine Win-Win-Situation. Abgesehen vielleicht nicht für die Umwelt. Das muss man leider natürlich sagen, dass die Erde da überall aufgerissen werde. Wird gefördert in Ländern teilweise mit zwielichtigen Methoden. Das ist leider der negative Begleiteffekt, aber dennoch ist es so, man findet keine großen Millionen-Deposits mehr so ohne weiteres. Und wenn, sind sie schwer abbaubar, low-grade. Nichtsdestoweniger, wir haben die große Goldnachfrage. Das Währungssystem wird weiter an Stabilität verlieren. Mehr und mehr Geld wird in Gold fließen. Wir hatten ja gesagt, dass circa 0,5% der Anleger in Gold oder goldbezogenen Anlagen sind und 1980 waren es 26%. Das heißt, könnten noch riesige Nachfragen nach Gold und Silber entstehen, die die Produzenten nicht liefern können, die eigentlich nur die Explorationsunternehmen organisieren können und das natürlich mit immer größeren also da muss massiv investiert werden. Deswegen sehen wir eine große Beteiligung dieser Goldproduzenten zu einem bei den Explorationsunternehmen und Projektgeneratoren, aber eben auch in dem Zusammenhang die ganzen Investoren, die auch in Investorengelder unterbringen wollen. Also wir haben da enormen Druck auf die Explorationsunternehmen. Gleichzeitig sind die im Vergleich am niedrigsten bewertet, eigentlich, was es auf dem Planeten gibt. Das ist eben einfach ein merkwürdiges Sonderphänomen, kaum zu verstehen. Ich denke, das ist eben die Manipulation, ne, dass jemand diese Unternehmen dementsprechend unten halten will und eigentlich noch nicht loslassen will. Aber wenn jetzt die Auftriebskräfte bei Gold und Silber zunehmen, dann wird das meiner Meinung nach wie so ein Bungee-Seil in die andere Richtung schwingen. Also das ist ein enormer Bewertungsaufschlag zu erfahren. Hier vielleicht nochmal zu dieser Tabelle. Wie gesagt, die ist auch im King World News Artikel zu finden von Egon von Greyerz. Ja, von 2019 bis heute keine Millionen Unzen entdeckt, von 2010 bis 2018 immerhin noch 40 Millionen Unzen, in den 2000er Jahren 120 Millionen, 1990er Jahren 180 Millionen. Das nimmt rapide ab und ja, also das macht meiner Meinung nach die wenigen verbliebenen Explorationsunternehmen mit guten Ressourcen meiner Meinung nach absolut zu einem attraktiven Investment, wobei auch gleich eine enorme Menge an Geld reinfließen könnte. Ja, das ist im Prinzip die Beschreibung auch dieser größten Jahrhundertchance jetzt hier im Goldaktiensektor, die auf uns zukommt. Ja, über diese Aktie hatte ich ja schon, das kennen sicherlich viele, schon mal öfters geredet, aber ich finde das einfach interessant, wie sich das Unternehmen, hier der Chart, auch langfristig hochdrückt. Die ist weiter gestiegen, scheint bald, sage ich mal, ihr Zwischenhoch vom Februar hier wieder anzuvisieren, geschweige denn hier zum 2020er Hoch. Könnte das dann auch anvisiert werden. Also wie gesagt, die Story ist einfach toll. Also sie sind, wie gesagt, in den USA, in Süddakota, das sehen Sie hier Bild und sie sind in der Nähe der sogenannten Homestake-Mine. Das war seinerzeit in den 1930er Jahren die größte Mine der westlichen Welt und hatte, glaube ich, 12 oder 16% der weltweiten Goldabbaus gewährleistet. Muss man sich mal vorstellen. So, und das Unternehmen sitzt sozusagen daneben an oder da drauf
und suggeriert im Grunde genommen, dass sie eine ähnliche Bedeutung haben könnten eines Tages. Und sie haben eben auch hochgradiges Gold hier mit 8,3 Gramm pro Tonne Gold, auch noch ganz andere Ergebnisse, frühere Oberflächenproben, 10 Gramm pro Tonne Gold, 130 Gramm pro Tonne Gold. Ja, sie haben auch einen sehr guten Geologen mit an Bord. Nelson Baker ist ein Top-Geologe. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich komplett hohes Risiko. Aber es ist ja auch in meinem Goldboom, ist es ja so, am Ende bewerten, wenn es dann das Ganze in Fahrt kommt, werden ja eher diese Attribute eher bewertet. Also wie gesagt, guter Geologe, gute Jurisdiction, dann diese Homestake-Mine und eben hochgradiges Gold. Das könnte enormen Auftrieb geben für diese Goldaktie und das könnte sie zu einem großen Gewinner machen in diesem Boom. Also ich finde es interessant, der Chart zeigt das auch an. Wie gesagt, ist natürlich immer keine Kaufempfehlung, aber das wollte ich Ihnen einfach unbedingt nochmal zeigen, auch wenn sich das ein bisschen wiederholt. Ich finde die ganz interessant. Ja, Gold, nochmal kurz eine allgemeine Aussage, Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 $ auf 8500 $ steigen. Ich habe gerade heute auch einen Artikel von Uwe Bergold gelesen, werde ich auf Goldseiten, den werde ich auch nochmal verlinken. Und der hatte dann sinngemäß auch gesagt, wenn denn die Marke von 2000 $ durchbrochen würde, gibt es eben auch ein Feuerwerk, eben gerade hinsichtlich Minenaktien etc. Also auch aus dieser Richtung nochmal eine Bestätigung. Ja, aber das Feuerwerk der vergangenen 1970er Jahre gab es denn eben von 1976 bis 1980. Das war genau dieser Punkt hier sozusagen. Hier gab es nochmal einen großen Rückschlag, vergleichbar vielleicht mit der aktuellen Situation. Viele potenzielle Investoren wurden da sicherlich nochmal rausgeschüttelt, bevor dann dieser Mega-Anstieg begann. Und das okay, war eine Vervierfachung oder von 200 $ auf ca. 800 $, aber die Minen haben sich eben unglaublich bewegt, von 5 Cent auf 19 Cent, 10 Cent auf 36 Cent, 20 Cent, 40 Cent, also auf 1000 $ wurden 100.000 und mehr. Einfach unglaublich. Ja, das könnte bevorstellen. Ist natürlich schwierig zu sagen, ob das jetzt innerhalb eines Jahres so erreicht wird oder nicht. Das ist wirklich unmöglich zu prognostizieren. Ich nehme mal an, Sie versuchen das denn, sage ich mal, bei diesen Zielen, die wir allgemein so haben, die Statisten ja auch, bei 2600, who knows, dann einzukeilen. Dann gibt es vielleicht eine Korrektur oder es geht seitwärts, wie auch immer. Nichtsdestoweniger dieser Anstieg zu diesen Mittelwerten sozusagen, 2600 und Gold Richtung, Silber Richtung 40 bis 50, führt ja in jedem Fall trotzdem zu dieser extrem großen Gold- und Silberaktienrallye, weil sie eben so extremst unterbewertet sind, wie ich im Anfang versucht habe darzustellen. Ja, was liegt eben vor uns? Eben der Anstieg von Gold und Silber, also der moderate Anstieg eben auf zum Beispiel Gold 2600, Silber Richtung 40, 50. Und das hat eben in der Vergangenheit, Goldaktienrallyes haben zu diesen enormen Anstiegen von Penny Stocks geführt. Hier eben diese Aktie, dieser kalifornische Kupfer-Gold-Silber-Projektgenerator von 2 Cent auf 36 Cent innerhalb weniger Monate. Das ist natürlich eine ganz gewaltige Chance. Und das gibt es auch nur, weil diese Gold- und Silberaktien so extremst unterbewertet sind, die quasi nicht mehr existieren und sozusagen durch den höheren Gold- und Silberpreis zum Leben erweckt worden ist. Das heißt, die ganz großen Gewinne oder beziehungsweise die günstigen Einstiegsmöglichkeiten gibt es nur in der anfanglichen Phase dieses Bullenmarktes. Wenn die dann nachher bei 1, 2 $ sind, diese Aktien, dann werden die vielleicht etwas einen höheren Hebel laufen als Gold und Silber selbst, aber das Rückschrittrisiko ist groß. Die sind dann im Prinzip uninteressant. Und da ist es besser, Gold und Silber zu halten. In dieser Phase sind eben gerade Top-Penny-Gold-Aktien meiner Meinung nach der Kauf der Stunde. Ja, immer noch eine extreme Unterbewertung bei Goldaktien. Auf der rechten Seite sehen Sie Goldaktien in Relation mit Gold und dann sehen Sie, seit 1996 sind wir im Bärenmarkt und eigentlich hat das jetzt das hier die letzten Jahre den Boden gefunden und Statisten erwarten eben, dass diese Unterbewertung sich mit einer enormen Eruption zumindest in den Mittelbereich wieder sozusagen einrenkt. Das würde natürlich zu einem extremen Anstieg der Goldaktien führen.
Und gleichzeitig gibt es ja auch noch dieses Gap zwischen Junior-Goldaktien und Senior-Goldaktien. Das ist ja das Interessante. Wir haben gerade festgestellt, dass es wahrscheinlich ein Riesenrun auf Explorationsunternehmen gehen wird und gerade diese sind im Verhältnis zu diesen Seniors völlig unterbewertet. Aber ich denke, das wird sich ändern. Dieses Gap kann sich schnell, also diese Lücke kann sich schnell schließen, wie 2002 auch. Und das war ja auch einer der größten Gold- und Silberaktien-Rallyes. Und genau das könnte auch nochmal Auftrieb für den Preis der Gold- und Silberaktien geben. Ja, wie hätte man 1970 in den Goldaktienbullenmarkt, also der Situation, die möglicherweise vergleichbar ist, optimal investiert? Man hätte im Grunde genommen eigentlich nur Goldaktien kaufen müssen, vielleicht Rückgänger aushalten müssen, ständig nachkaufen müssen, bis dann tatsächlich die Eruption kommt. Die kommt dann auch unheimlich schnell. Und dann, wenn die Euphorie besonders groß geworden ist hinsichtlich Gold und Silber, dann hätte man das abstoßen müssen. Und diese Gewinne hätte man dann einfach in die andere Assetklasse, also eine gegensätzliche Assetklasse investieren wollen, also nicht Gold bezogenes Investment, sondern eben einfach Top-Fonds wie Berkshire Hathaway oder Top-Aktien. Und hätte man das gemacht, dann wäre hier zum Beispiel Berkshire Hathaway von 1980 von $350 auf $80.000 gestiegen, stieg um das 228-fache. Viele Fonds andere Fonds haben sich aber auch gut entwickelt und viele andere Top-Aktien sowieso. Ja, also das heißt, man hätte im Prinzip aus 50 Euro oder Dollar damals investiert, 1976, 77, vielleicht Gewinne mit verhundertfachen mit Goldaktien macht, reinvestiert in Berkshire Hathaway oder anderen Topfonds, hätte dann bis 1999 1 Million Dollar gebracht, sozusagen. Wie gesagt, ist der Blick zurück in den Spiegel, aber es soll helfen, vielleicht, dass wir in Zukunft auch dadurch etwas bessere Entscheidungen treffen. Ergebnis 2, Ergebnis 3, Goldaaktien werden steigen, die werden die Unterbewertung abbauen. Irgendwann sind sie relativ teuer, irgendwann ziehen die eine hohe Aufmerksamkeit auf sich, weil das ja riesen Cashflow sind. Die Regierungen in den minenproduzierten Ländern könnten versucht sein, die zu verstaatlichen, extra Besteuerung. Genauso kann es problematisch in unserem eigenen heimischen Bankensystem geben, dass das nicht mehr so stabil ist. Also wir müssen eigentlich sehen, dass wir relativ in der Frühphase die Gewinne aus Gold und Aktien dazu nutzen, zum Beispiel mehr Sachwerte wie Gold und Silber zu kaufen und um, sage ich mal, aus der Gefahrenzone sozusagen rauszukommen. Gleichzeitig wird es irgendwo ein ökonomisches Tief gehen. Also Gold wird einen Maximalwert erreichen. Das ist vermutlich $8.000 heutige Kaufkraft. Also jedenfalls 1980 war das so. Da ist zum Beispiel Gold auf $850 gestiegen und der Dow Jones $850. Das heißt, der Dow Jones ist, jetzt muss man noch 14 Unzen für einen Dow Jones hinlegen. Und 1918 konnte man den ganzen Dow Jones für eine Unze kaufen. Zum Beispiel im Jahr 2000 musste man wiederum 44 Unzen hinlegen. Es ist also offensichtlich immer ein Wechsel zwischen Top-Aktien und Gold, beziehungsweise Goldaktien als Tool, um mehr Gold zu haben. So lässt es sich einordnen. Das ist eigentlich rückblickend immer die beste Entscheidung gewesen, dieser Wechsel eigentlich im Grunde genommen. Ja, 1980 konnte man auch für 500 Unzen Silber ein Haus kaufen. Also das sind dann damalige $25.000. Und die Statisten erwarten, dass es sogar diesmal noch tiefer fällt, dass man vielleicht für eine Unze 2, 3 oder 4 daraus sogar kriegt. Oder eben ein Haus für 200 bis 300 Unzen Silber, was absolut eine Sensation natürlich wäre. Aber das ist erstmal das, was Sie aus diesen Charts lesen können. Und viele Statisten haben sich ja damit ausgiebig beschäftigt. Ja, Fazit. Wir müssen halt die Gewinne, die wir aus den verschiedenen Ereignissen haben, multiplizieren. Also jetzt auf den bevorstehenden Goldaktien-Rallye müssen wir halt die Gewinne nehmen. Vielleicht in dem Beispiel habe ich einfach mal gerechnet, dass die Aktie, die wir kaufen, gleich um 25-fache steigt. Ähm, ja, dann kauft man zum Beispiel mehr Gold und Silber, das sich dann wiederum vervierfacht. Da gab es, glaube ich, gestern da eine Zuschauerschreiben. Ja, was meinen wir damit? Wenn, also Gold steigt ja vermutlich jetzt bis 2500, 2600 in den nächsten 6 bis 8 Monaten. Dann blühen die Goldaktien richtig auf. Und wir haben immer noch immerhin die Möglichkeit,
Gold nicht für 8.000 zu kaufen, sondern für 2.600 und Silber für 40 oder 50. Das ist noch deutlich vor diesen Maximalwerten, die erreicht werden. Genauso gut kann es ja doch eine Korrektur kriegen. Wir kriegen sie vielleicht sogar noch etwas billiger, das Gold und Silber für das Geld. Aber das ist eine hochriskante Geschichte. Ich sehe das eigentlich unter dem Maximierungsaspekt. Wir haben dann das Gold und Silber in dem Bewusstsein, dass die Kaufkraft dann auch noch mal bis zu den Maximalwerten steigt. Das meinen wir mit dem Faktor 4. Ähm, ja, wenn es abgeschlossen ist, wenn diese Maximalwerte erreicht sind, dann ist der Gold, dann ist das Inflationsthema gegessen, dann sind alle drin, alle wollen Gold um jeden Preis, dann ist die Investmentklasse völlig überbewertet. Und das ist in der Vergangenheit immer die Basis gewesen für eine inflationsfreie wirtschaftliche Entwicklung zunächst. Also nach diesem Goldexzess der 1980er Jahre äh, waren ja 20 Jahre Standardaktien, Topfonds, das war eigentlich das Investment der Stunde. Und das könnte sich dann sozusagen wiederholen. Das geben wir dann mit dieser Faktor 50 an. Sie finden dann vielleicht dementsprechend unterbewertete Aktien oder unterbewertete Häuser oder unterbewertete Aktienfonds, die dann vielleicht in den Schnitt mindestens um das 50-fache steigen. Und das heißt, wenn man den 200 Euro jetzt investiert, 25-facht man sehr Geld mit Goldaktien, vervierfacht mit Gold und Silber, reinvestiert das dann wieder in Top-Aktien etc., könnte dann langfristig, und langfristig heißt vermutlich in diesem Zyklus vielleicht 15 Jahre 1 Million Kaufkraft auf $200 wohlgemerkt generieren. Die andere Frage oder die andere Anmerkung des einen Schreibers, Kommentators war, ja, man kann das kaum, man muss natürlich genau abpassen, wann man das kauft. Die Lösung dafür, das kann man natürlich nicht, man kann das nur ungefähr. Aber das Schöne ist, man hat ja nicht nur 200 Euro oder Dollar im Allgemeinen zur Verfügung. Man kann also viele verschiedene Investmentketten dieser Art auflegen, sozusagen. Und damit und vielleicht auch unterschiedliche Kaufzeitpunkte nutzen. Der eine ist etwas optimaler, der andere weniger optimaler. Also wir versuchen uns halt mit diesen Investmentsentscheidungen der optimale Ereigniskette anzunähern, sozusagen. Und wir können ja 10, 20, 30, 40, 50 verschiedene Investmentketten auflegen. Und vielleicht ist es die eine, die extrem erfolgreich ist. Oder vielleicht sind es auch relativ viele. Das ist ja, man deckt da mit einfach viele verschiedene Szenarien. Jedenfalls ist es der Versuch, viele verschiedene Szenarien abzudecken. Also so würde ich das vielleicht beantworten, weil die Frage, ja, man kann nicht genau die Maximal- und Tiefpunkte etc. erwischen. Aber man kann sich dem vielleicht mit Hilfe verschiedener Ereignisketten sich dem annähern. Ja, das ist soweit die Überlegung. Aber schreiben Sie gern Ihre Meinung zu dieser Sache, inwieweit Sie das für realistisch halten und eine sinnvolle Strategie so zu denken. Oder sind dann noch viel mehr Variablen zu beobachten, die wir gar nicht abschätzen können, was natürlich auch sein kann. Ja, 1000-Bäcker-Report. Also wir versuchen diese Aktie zu identifizieren nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko. Wir berechnen den Potentialfaktor aus Grad des Goldes, Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Exit-Strategie ist auch mit bei. Also was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist, dieser Gold- und Goldaktienboom. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwert. Das ist ein Unternehmen zu jeder Zeit an Gold und Silber gekommen, während zum Beispiel bei den Edelmetallhändlern lange Schlangen waren. Es gibt, man überweist das einfach schon, es ist ein Zollfreilager in der Schweiz, genauso leicht ist auch der Verkauf und es ist keine Mindestinvestitionssumme notwendig. Sollte man sich vielleicht, falls Sie das nicht kennen, mal ansehen oder auch einfach mal beraten lassen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht auch noch ein Like geben, das würde den YouTube-Algorithmus unterstützen. Also nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.